Hallo, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Heute gibt es wieder ein schnelles, leichtes Kunstwerk, das ich mit euch malen möchte. Hier habe ich ein Blatt Aquarellpapier, damit kann ich Töne machen. Schaut her, ich habe mir einen Pinsel aus der Küche genommen und mit dem mache ich jetzt Schlagzeugmusik auf dem Papier. Ich streiche darüber. Hört ihr, das Papier kann Musik machen, kann trommeln. Gut, das war jetzt eher die lustige Einführung für euch. Und jetzt geht es mit dem Malen los. Ich habe mir eine rote Aquarellfarbe dazu ausgesucht, denn ich liebe rote Farben im Allgemeinen. Die trage ich jetzt auf das Papier direkt auf. Ein satten Strang, der da auf das Papier draufgefallen ist, versuche ich jetzt mit diesem herrlichen Silikonpinsel zu bearbeiten. Holt euch einfach so einen Pinsel aus einem Haushaltswarengeschäft oder aus einem 1-Euro-Laden und den gibt es überall sehr billig und das eignet sich super für als Malwerkzeug. Und vor allem, was mich fasziniert, diese dicken Borsten, diese Silikonborsten, die bleiben dann auch in der Farbe so drin, wie ich sie reingezogen habe. Das heißt, es ergibt da so ein Streifenmuster. Hier habe ich noch eine Plastikschablone mit Zackenrändern. Die kommt dann auch noch zum Einsatz. Und jetzt habe ich eine Neonfarbe in Orange, die ich nun auf die Schablone auftrage. Das Ungünstige ist, die ist ziemlich flüssig, deswegen muss man schnell sein. Und da geht es schon los. Die trage ich jetzt über diese andere rote Farbe auf. Und es verbleiben wieder diese Rillen der Schablone. Diese Schablone bekommt ihr in jedem Bastelladen oder im Künstlerfachgeschäft oder auch im Baumarkt habe ich die schon gesehen. Denn die wird ja auch zum richtigen Malen von Wänden gebraucht. Deswegen gibt es die dort auch. Jetzt habe ich noch die Neonfarbe aufgetropft aus der Tube heraus, weil die sehr flüssig ist. Und das ergibt ein herrliches Streifen- und Tropfenmuster. Und jetzt schaue ich mal. Da habe ich weiße Farbe auf eine glatte Spachtel und setze da auch noch mal Akzente mit der weißen Farbe. Die ziehe ich ziemlich flach. Dadurch wird dann eine Lasur erzeugt, die sich über die rote Farbe drüber legt. Das heißt Lasur, es ist immer noch durchscheinend und der Untergrund ist sichtbar. Ich will aber auch nicht zu viel dann
von diesen Akzenten setzen. Weniger ist auf jeden Fall mehr. Mir gefällt es insgesamt schon ganz gut. Und ich überlege mir, mache ich jetzt da wirklich noch was? Im oberen Bereich ziehe ich da auch noch mal an einer Stelle die Farbe hoch. Und jetzt habe ich noch als Gimmick sozusagen eine Glanzacrylfarbe. Dazu wische ich erstmal die weiße Farbe von der Spachtel etwas ab, damit ich die Glanzfarbe auftragen kann. Auch nur ein kleines bisschen als Akzent. Das ist so ein Rosé bis Pinkton und passt jetzt auch zu dieser Farbfamilie von Rot, Orange und Rosa bzw. Pink. Das hat dann auch noch das gewisse Etwas, weil das ja eben den Glanzeffekt hat. Und das finde ich auch nochmal, ja, einfach eine Ergänzung und so ein Hingucker, weil das dann ein bisschen glitzert und glänzt, die Oberfläche. Das ist jetzt ein ganz hübsches, abstraktes Werk geworden. Da bin ich sehr, sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Versucht es einfach selbst und lasst euch überraschen, was dabei entsteht. Ciao!